was bisher geschah. Wir wurden ordentlich durchgeschüttelt auf der Magellanstraße und sind in Punta Arenas in Chile angekommen. Nachdem wir nun Feuerland hinter uns gelassen haben, geht es weiter Richtung Süden, an einen ganz besonderen Ort. Wir sind Nomaden. Wir sind frei, Zu Hause auf der Straße. leben in der Natur. Zu viert in unserem VW-Bus T3. Die Welt ist ein Wunder, das wir mit all unseren Sinnen entdecken wollen. Zurzeit sind wir in Südamerika mit dem Ziel, den ganzen Kontinent zu bereisen. Kommt mit und steigt ein. So, Chile. Chile und die erste Stadt in Chile. Wir haben ja bisher noch überhaupt keine Stadt in Chile gesehen. Bisher waren wir ja nur in irgendwelchen Minidörfern, Ölbohr, weiß ich nicht, Siedlungen oder irgendwelchen polaren Restzivilisationsdörfern. Also es gab ja noch nichts. Wir hatten also noch keine SIM-Karte. Wir hatten auch noch kein Geld in Chile getauscht. Also bisher war Chile bis für uns eigentlich nur Steppe und irgendwie, weiß ich nicht, Arktis mit viel Wind. Ja, jetzt haben wir SIM-Karten geholt, ist ja mal wichtig am Anfang. Wir haben das Geld getauscht und jetzt gehen Alessandra und Nick sind gerade noch einkaufen. Und dann haben wir noch was gemacht, was wir seit 3 Monaten nicht mehr gemacht haben. Ja? 3 Monate lang war er dreckig, 3 Monate lang Piste, 3 Monate lang Steine, Dreck, Schlamm und der ganze Scheiß. Und guckt ihn euch an. Wow, ist er nicht schön? Kein Dreck mehr, kein gar nichts. Ja? Hier, da. Morgen. Mach mal Bus zu, Alessandra schläft noch. Ja, voll cool. Ey. Ich habe es ja gestern gesagt, wir fahren zu einem schönen Ort. Wir sind Delfine gucken mit Sabrina und Nick. Und wir wurden gestern schon reich beschenkt. Ey. Wir haben so viele Pottwale gesehen, die wir nicht mal in Valdez gesehen haben. Man hat immer den Blas überall von den Walen gesehen und das hat sich total schön abgebildet vor dem schwarzen Hintergrund von den Bergen am Horizont. Und es waren echt viele, also so viele habe ich nicht erwartet. Und das ist echt voll cool hier. Wir stehen hier direkt am Wasser und haben einen ganz idyllischen Stellplatz. Hier kann auch kein anderer kommen. Hier läuft ein kleiner Fluss lang. Und ja, ist total mega, mega schön. Und jetzt versuchen wir heute mal Delfine zu entdecken. Wir sitzen auch schon da mit dem Fernglas und hoffen, dass wir, also angeblich soll man hier Delfine entdecken können. Ja, einfach fantastisch. Sag mal, Nick, kannst du mir deinen Koffer mal leihen, weil unserer immer noch nicht funktioniert? Das funktioniert nämlich. Ist nämlich nicht so ein Schrott wie dieser Coleman. Das funktioniert wirklich gut, ich bin Fan. Aber ich wollte den Coleman eigentlich auch kaufen zuerst. Ja, der war mir ein bisschen zu groß. Dieses kleine Biest kocht, ist richtig heiß und unser großes Ding nicht. Also ich mache jetzt einen Kaffee und danach reinigen wir das große Ding durch, weil wir waren auf dem Schiff und da war ein Franzose und der Franzose hat auch den Coleman-Kocher und der hat mir erzählt, wie man ihn reinigt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt.
So, hier ist das blöde Teil. Wir haben ja wirklich nur Ärger damit. Wir haben es uns gekauft, damit wir unabhängig sind, damit wir nicht stetig irgendwie uns Gas kaufen müssen, uns darüber Gedanken machen, welcher Anschluss in welchem Land ist und welche kleinen Gasflaschen es gibt etc. pp. Und haben gedacht, wir sind damit echt gut aufgehoben. Sind wir bisher nicht. So. Und bisher ist echt alles verrußt. Guckt euch das mal an hier. Das ist alles rußig, die ganze Zeit. So. Und jetzt waren wir auf der Fähre. Und auf der Fähre haben wir einen Franzosen getroffen, der war total cool, der hat den gleichen Kocher und sagt, ja, Ruß, ja, hat da schon ein paar Probleme, aber das Ding hat Power. Und das Problem ist, dass in diesem Generator, also hier in diesem Generator drin, Ablagerungen entstehen durch die schlechte Qualität des Benzins hier und dann verstopft der Blödsinn. Und ich reinige den immer nur innen drin durch, weil ich dachte, das war's. Aber nein, da drin soll wohl eine Spirale sein und die kriegt man wohl raus. So, und dann kann man ihn richtig durchreinigen und das versuchen wir jetzt. So, um das Ding zu reinigen, muss man den hier abmachen. Da ist nur leider kein Gewinde da, dementsprechend mit der Zange. Und dann kriegt man dieses Teil hier weg. So, und da ist noch Druck drauf. So, und innen drin, seht ihr das? Ist so ein Stab und der ist hier schon total verrußt, ja? Der ist hier schon verklebt. Und jetzt muss man, hat der Franzose zu mir gesagt, hier auch noch aufmachen. So. Das war schon mal das eine. Das war es aber noch nicht leider. Ist die falsche Schraube aufgegangen, aber egal. Und dann hier ebenfalls. Bisschen Kraft, aber dann geht das. So, das ist die Düse. Die ist auch total verdreckt. So, und hier drin ist eine Spirale und die holen wir jetzt raus. So ein Scheiß. Nein, das war's mit dem Kocher. Also ich kann Coleman echt in Südamerika nicht empfehlen. Das kann echt nicht sein. Ja? Das ist völlig verrußt, völlig verdreckt. Kann ja sein, dass es an der Spritqualität liegt, aber sorry, für Offroading oder Overlanding nicht geeignet. Absolut nicht geeignet. Mann, das Scheißding kommt echt nicht raus, das haben wir kaputt gemacht. Das ist das Ende des Coleman-Kochers. Und wenn ich da keinen Support von diesem kriege, schade, das darf man ja gar nicht sagen, wenn man von diesen netten Menschen keinen Support kriegt, dann ich mich echt aufregen. Völliger Blödsinn. So richtig, also alle sind zufrieden mit dem Ding, nur bei uns funktioniert er nicht, ey. Gleich haben wir. Der wird hier vorne immer kleiner, aber gleich reißt er ab. Okay. Das war's. Kaputt. Also mit Spirale rausmachen, der Tipp von dem Franzosen, entweder hat er uns verarscht oder es funktioniert beim unserem einfach nicht mehr, der schon so kaputt ist. Mann, ey. Komplett zugerüstet. Das heißt mit Benzin kochen in Argentinien, weil die Qualität vom Benzin hier so dermaßen schlecht ist. Ja, ist saftig auch noch. So, also die Spirale ist raus, so zumindest zu einem Teil. Ist dabei aber kaputt gegangen und damit hat sich das mit dem Coleman-Kocher erledigt. Wir werden jetzt mal Coleman anschreiben, beziehungsweise wo wir den gekauft haben, weil das kann echt nicht sein. Die Benzinqualität ist ja überall in den Ländern, in denen Overlander reisen, sicherlich nicht besser. Ja, also es kann ja nicht sein, dass Argentinien die schlechteste Benzinqualität hat auf dem ganzen Planeten und Indien und Pakistan einfach besser sind und der Iran, ja, und Namibia, Simbabwe. Ja. So, das kann einfach nicht sein. Und es kann auch nicht sein, dass so ein Kocher, der für Overlanding gemacht ist, einfach streikt, wenn man da ganz normales 95er oder 98er Benzin reinmacht. Und wenn man mir erzählen möchte, dass da nur Waschbenzin reinkommt, ey, sorry Leute, dann kaufe ich mir lieber einen Gaskocher, dann brauche ich mir nicht dauernd Waschbenzinkanister kaufen, weil die sind viel schwieriger zu kriegen als Gasflaschen. So, wir werden jetzt auf jeden Fall mal Coleman anschreiben, beziehungsweise Camping Wagner, da haben wir das gekauft. Mal gucken, ob die uns da entgegenkommen. Was auf jeden Fall
sehr nett wäre. Vielleicht sogar politiker korrekt und richtig. Und dann schauen wir mal, ob wir eine Lösung finden. Und auf jeden Fall kaufen wir uns morgen einen kleinen Gaskocher, wie Nick und Sabrina den haben, weil der einfach besser funktioniert. So, jetzt packe ich den Kram hier zusammen. Jetzt habe ich nämlich keine Lust mehr. Ey, der Platz ist so cool, echt. Wir wollten schon gar nicht herfahren. Alessandra hat uns alle motiviert, weil wir so windgeschädigt waren so, und hatten echt keine Lust mehr, weil es einfach kalt war. Es war einfach wahnsinnig kalt. Und jetzt sind wir so unglaublich belohnt worden. Wir haben heute Morgen Delfine gesehen. Wir haben jetzt eine ganze Gruppe von Delfinen gesehen. Wir haben jetzt noch mal ganz viele Buckelwale gesehen. Ich habe versucht, die auch mit ein bisschen habe ich sie erwischt mit der Drohne. Aber was für ein Erlebnis. Also die ziehen hier einfach durch. Die Magellanstraße, die ist ja hier nicht besonders breit. Und man sieht die halt, hört die atmen. Das ist so wunderschön. Also wir sind so reich beschenkt worden von der Natur. Und ich bin unfassbar glücklich, dass ich hierher gegangen bin. Und unglaublich dankbar, also, dass Alessandra uns motiviert hat. Das ist echt super schön. Und die sind direkt hier vorne. Also direkt hier siehst du sie durchgehend schwimmen. Was ein tolles Erlebnis, echt. Also ihr wisst ja, ich habe ja so ein Händchen dafür, irgendwie mir stetig irgendeinen Schaden zuzufügen. Und ich habe gerade eben Holz gehackt und irgendwie ist mir dann so ein Holzflock gegen das Bein geknallt. Und was meint ihr dazu? Schaut euch das mal an. Meint ihr, das ist irgendwie ein Problem? Was ein Bomb. Ich glaube, ich habe eine Ader getroffen. Ja, wäre mal was Neues. Wir haben ja eine Krankenversicherung, die müssen wir auch mal ausprobieren. Ja, langsam wird es richtig kalt draußen. Die Sonne ist weg und es ist schon spät, aber hier ist ja immer noch sehr lange hell. Wir haben alle einen mega Hunger und zum Glück ist Alessandra so cool, dass die jetzt hier draußen kocht. Gibt auf jeden Fall ein Risotto mit Steinpilzen. Na, wie sieht's aus? Ja, it's cooking. Wir brauchen mehr Zeit. Oh, ja, Zeit ist zum Glück das, was wir haben. It's cooking. At least this is the more important thing. Also, You are not cooking. ja, und außerdem unser Kocher funktioniert auch nicht mehr. Also insofern, we are happy that it cooks. So, ja, eigentlich voll schade, weil wir könnten uns hier voll fressen an Miesmuscheln. Also wir beide stehen ja total auf Meeresfrüchte. Und hier ist alles voller Miesmuscheln. Aber es gibt eine Krankheit, die heißt Red Tide. Ne? Also Maria Roja ist das spanische Wort. Also, und das ist eine Krankheit der Meeresfrüchte und die ist hier. Und deswegen darf man die nicht essen. Aber hier ist wirklich alles voll. Guck mal hier, der Boden. Und wir könnten uns wirklich voll fressen an Miesmuscheln. Und da sind richtig große Exemplare dabei. Also das ist hier nicht nur ein kleiner Stuff hier. Das sind alles voller Miesmuscheln. So, alles voll hier. Alles voll. Ja, total schade. Hätte ich voll Bock drauf. Aber wir haben auch nochmal die Chilenen gerade gefragt, die von hier sind. Die haben gesagt, auf gar keinen Fall. Mega gefährlich. Und man kann an dieser Krankheit, also an dieser Vergiftung sterben. Und dementsprechend essen wir sie nicht. Das ist sehr gefährlich. Also wir lassen das besser, oder? Ja, wir essen kein Mariskus. Besser ist es. Kommt mal nicht.
Ja, total cool. Wir haben einen Deutschen getroffen aus Köln, der heißt Lukas. Und Lukas kommt hier mit dem Unimog an und gleichzeitig mit einem Zodiac. Also, rauf zum Hochseeangeln, richtig fett. Heute gibt's Fisch. Ja, aber Lust aufs Reisen. Ja, total krass, Mann. Es war die ganze Zeit echt mega kalt, keine Chance irgendwie draußen zu sein. Und jetzt sind wir hier mitten auf der Magellanstraße, dank Lukas. Und ja, versuchen hier einen Fisch rauszuziehen, also mit riesen Ködern. Wie groß erwartest du denn, dass die sind, wenn wir einen fangen? Lukas. Also du gehst schon auf über 10 Kilo? Ja, wir werden sehen, bin gespannt. No. Nichts haben wir gefangen, gar nichts. Aber dafür sind die Delfine direkt neben dem Boot geschwommen und unter dem Boot drunter. Das war echt voll schön, ey. So, let's get weiter. Genau, wir hauen hier heute ab. Wir sind irgendwie total traurig, weil wir lassen die Magellanstraße hinter uns. Ob wir irgendwann in unserem Leben noch mehr herkommen, ist ja noch nicht sicher. Ja, es waren sehr viele Wale. Und Delfine, ne? Und Delfine auch. Also wir haben jeden Tag wirklich massenhaft von denen gesehen. Auch jetzt gerade hinter der Kamera sieht man immer diesen Blas der Wale. Das ist so beeindruckend schön. Ja, schön. Ja, für uns geht's weiter. Für uns geht's jetzt langsam Richtung Norden. Wir fahren, müssen noch was kaufen. Ich habe ja den Kocher kaputt gemacht, wie ihr gesehen habt. Dementsprechend, Alessandra ist ein bisschen sauer auf mich, weil wir nicht mehr kochen können. Und sozusagen Ich will kochen. Naja, nicht, das nicht, aber wir haben unsere Unabhängigkeit verloren. Wir können ja nicht mal mehr einen Kaffee machen. Also das müssen wir heute mal regeln. Und außerdem, ja, Fill everything up again. Genau, Wasser, wir brauchen Tanke. Essen, wir sind leer. Wir waren jetzt, wie lange waren wir hier? 3 Tage, ne? Ja. Ja, wir waren jetzt 3 Tage hier und wir haben vorher gar nicht viel eingekauft. Wir haben nur noch von dem gelebt, was vorher im Auto war. Und jetzt ist langsam Zeit. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr schöne Zeit hier, ne? Super. Ja, also traumhaft schön. So, bevor wir jetzt aber losfahren, gibt es erstmal wieder unsere Karte, damit ihr überhaupt wisst, wo wir sind. Wir sind ja von Punta Arenas, also hier ist die Fähre, die ist hier rüber gefahren und dann sind wir hier angekommen und dann sind wir erstmal hier runtergefahren zu diesem echt wunderschönen Ort, wo wir jetzt gerade sind und haben Wale gucken, Delfine gucken gemacht etc. pp. Das war hier und heute fahren wir hier los, fahren hier hoch und wollen immer weiter Richtung Puerto Natales heißt der Ort. So, der ist hier oben. Dann geht es da knapp an der argentinischen Grenze lang und dort ist Puerto Natales. Wahrscheinlich werden wir noch mal einen Stopp machen, weil es ist relativ weit. Wir sind irgendwie um die 300 Kilometer. Das ist mir zu lang, in einem Zug zu fahren. Und in Puerto Natales, dort können wir noch mal einkaufen gehen. Dort ist dann die nächste große Stadt. Also Punta Arenas ist ja relativ groß und Puerto Natales ist die nächste große Stadt. Dazwischen ist eigentlich nichts. Also das ist komplett tot. So, also deswegen Ziel ist heute hier losfahren, irgendwann noch einen Stopp machen und dann morgen irgendwann in Puerto Natales ankommen.
Ja, cool. Wir sind ja noch ein Stück gefahren und sind jetzt hier an so einem Salzsee gelandet. Na, nicht besonders schön, aber schön windstill, weil das ist so unglaublich windig, also echt kaum auszuhalten. Und dementsprechend sind wir ganz froh, dass wir jetzt hier an so einem Haus stehen und da so ein bisschen Windschutz haben. Ja, also absolut nötig. Jetzt machen wir erstmal ein richtig schönes Barbecue, was Leckeres zu essen, ein paar Kartoffeln dazu und alles, was dazugehört, ein bisschen Polenta. Habe ich richtig Hunger. Und dann werden wir heute den Abend gemeinsam zelebrieren mit Nick und Sabrina. Die sind nämlich auch noch dabei. So, da freuen wir uns drauf. Drei Tage ohne Kochen. Alessandra hat mir gestern fast den Kopf abgerissen. Mit Recht. Meine Schuld, absolut. Ich habe ja nur den Benzinkocher zerstört. Und wir haben uns heute einen Gaskocher geholt. Ihr kennt den bestimmt, diesen viereckigen von Campinggas. Die sind ja doppelt so groß. Und hier gibt es den in kleiner Variante. Perfekt. Der passt rein, ist dann sozusagen unser Notkocher. Und bis wir den neuen Kocher von Coleman haben, also diesen neuen, den ich kaputt gemacht habe, diesen Stab, nutzen wir eben das Ding, können wir auch drin kochen, wenn mal windig ist. Sind wir sehr glücklich drüber. Also ich bin froh, dass du glücklich bist. Und jetzt noch was anderes, richtig Geiles. Typisch Südamerika, die Menschen hier sind ja einfach nur so unglaublich herzlich. Wir sind hier angekommen. Und neben uns feiern Chilenen oder machen Barbecue, sitzen da einfach, lassen sich's gut gehen. Wir haben mit denen ein bisschen gequatscht und dann kam gerade eben die Frau von dem rüber oder eine Frau von denen rüber und bringt uns, wie heißt es? Torta frita. Torta frita, genau. Und das ist einfach nur frittiertes Brot, also Hefeteig frittiert. Aber so lecker, so unglaublich lecker. Das passt jetzt total zu unserem Barbecue. Und genau, machst du Käse drauf, kannst Tomate drauf machen, alles. Also richtig, richtig cool. Ja, die Menschen hier sind so herzlich, also sind wir mega dankbar. Na, echt geil. Guten Morgen! Ja, das war ja eine heiße Nacht. Ey. Ich muss jetzt erstmal abwaschen, erstmal klarkommen, sonst hätte ich euch schon früher Guten Morgen gesagt, aber da ging das noch nicht. Ja, wir hatten echt eine coole Nacht hier, zum Glück windgeschützt, wir haben ein schönes Feuer gehabt, wir haben sehr gut gegessen, in total lieber Begleitung und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind immer noch an diesem Salzsee. Hier hinter mir seht ihr den, da. Und es sieht aus wie ein normaler See, ist aber ein Salzsee. Liegen auch überall hier Miesmuscheln rum und es gibt total viele Hasen. Mali und Wilma sind hoch begeistert und spielen hier mit den Viechern. Ist also total schön. Ja, und jetzt werden wir weiterfahren irgendwann nach Porto Natales heißt es. Also das ist dann ganz kurz vom Torres de Paine Nationalpark. Da werden wir nochmal einen Stopp machen, weil die Dusche ruft unbedingt. Ja, und dann geht's nachher vielleicht oder dann morgen früh, mal gucken, wie die Energie es hergibt, weil es sind bis jetzt 200 Kilometer zu fahren und die Straßen die sind ja nicht ganz so dolle, also mehr als 4 Stunden am Tag wollen wir nicht fahren, das wird dann anstrengend. Ja, und dann geht es danach zu einem unglaublichen Stellplatz. Also wir haben den empfohlen bekommen, ich habe mir das auch schon angeguckt. Das ist gigantisch, ja, da können wir fischen, haben Aussicht auf die Berge mit einem Panorama, was es wahrscheinlich kein zweites Mal in der Welt gibt. Also natürlich das Gleiche gibt es nie ein zweites Mal, aber in seiner Schönheit. Ja, und dann werden wir uns da niederlassen für ein paar Tage und einfach mal wirklich relaxen, angeln, ja, einfach Südamerika genießen, bevor wir dann in den Torres de Paine Park fahren. So, und jetzt packen wir die Sachen zusammen, geht's los.
Nos hacen menos, por favor, del Diesel. Diesel, sí. €44 am Ende, aber fast voll. Also 38 Liter, 50 haben wir, 44 €. In Deutschland kostet das Doppelte. Und jetzt machen wir die Heizung zu. Voll geil, was ein Steilplatz. Guckt euch das mal an da hinter mir. Das ist ein mega Knaller. Die Anden schneebedeckt, davor ein See. Wir sind in Porto Natales. Die Stadt selber leider alles zu, irgendwie ist Sonntag. Und ja, da gibt es gar nichts, kein Supermarkt, kein Geschäft, kein nichts. Dementsprechend sitzen wir jetzt hier. Hier, er will auch was sagen. Komm rein. Was denn? Ah, du filmst, sorry. Hallo. Ja, Nick wollte auch mal was sagen. Nee, auf jeden Fall ein cooler Stellplatz. Gut gesucht, ja. Gefällt mir gut. Wegen euch sind wir jetzt. Ne, wegen uns seid ihr hier stuck. Genau, naja, sagen wir mal so, geiler Stellplatz, der ist eigentlich da unten, 500 Meter weiter. Aber die Straße wäre die härteste Straße, die wir je gefahren wären. Und wir würden das schaffen, irgendwie. Ja? Aber wir wollen hier nur einen Tag sein, wir wollen dann weiter. Und dann haben wir gesagt, bleiben wir oben, dann tun wir uns das nicht an. Wird das gut schaffen. Da muss noch ein bisschen üben. Die Lagunenroute kommt, bis dann muss. Dann wenn die Lagunenroute gefahren bist, wirst du über das lachen. Also vielleicht brauchen wir auch einfach noch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Vollgas. De facto ist, dass wir nicht am Anfang jetzt unser Auto kaputt machen wollen und bei uns ja auch die Ölwanne am tiefsten hängt. Jetzt bleiben wir hier eine Nacht. Morgen geht es zu einem Mega-Stellplatz, den habe ich euch schon angekündigt. Da freuen wir uns ganz doll drauf. Und jetzt machen wir aber erstmal Pause. Wir sind so lange Auto gefahren, heute haben keinen Bock mehr. Ich muss meine Haare abrasieren. Es ist soweit. Also, nach 1,5 Wochen fühle ich mich wirklich reif für eine Rasur. Und egal, ob es windig ist und egal, ob es jetzt kalt ist, die müssen ab. Auf geht's! In der Kälte duschen, im Wind. Wir haben nämlich keinen Ort gefunden, an dem wir duschen können. Morgen. Ja, heiße Nacht, der Wind ist zurück und zwar so richtig. Aber gibt ein ganz anderes Problem. Ich habe doch vor 3 Tagen mir diesen blöden Pfahl beim Holzschneiden gegen das Bein gehauen. Und gestern Abend haben wir es schon gesehen. Ich habe eine Thrombose wahrscheinlich im Bein. Also die Vene ist unten bis zum Fuß, also bis in die Fußsohle blau geworden. Und dementsprechend, damit ist nicht zu spaßen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Aufgabe, hier in Porto Natales ins Krankenhaus zu gehen. Zum Glück ist Chile mit einer ganz guten Gesundheitsversorgung. Wir haben eine Auslandskrankenversicherung, das geht alles. Und ich habe auch freie Arztwahl, ich kann überall dahin gehen. Aber insofern ist unser Tagesplan, heute Morgen nach Torres del Paine zu fahren, so ein bisschen unterbrochen. Wir wollten noch einkaufen gehen in Porto Natales. Gehen wir mal von aus, das kostet nicht viel Zeit. Und ich glaube, man kriegt ja nur eine Heparinspritze oder mehrere. Und
sollte es auch wieder weitergehen. So, das ist die Aufgabe für jetzt. Und ich werde berichten, wie es weitergeht. Bis gleich. Wir machen uns also auf ins Krankenhaus und hoffen, dass es keine Thrombose ist. Was dabei rausgekommen ist, seht ihr beim nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Ciao!